Hi, ich bin die Sui und weiter geht's heute mit Remothered Broken Porcelain. Ich war in der letzten Folge ziemlich dämlich, denn mein Problem war ja, dass ich absolut nicht gecheckt habe, wie wir an diesen blöden Code kamen. So, ja, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich zeige euch auch gleich welchen, denn das Problem ist eigentlich ganz simpel gewesen. Eigentlich muss ich nur Madame da vorne weglocken und dann kann ich tatsächlich diese Nummer anrufen. Ich muss einmal gerade aber gucken, wie diese Nummer war. Hier 62131. So. What now? I have to make sure not to get caught. Okay, komisch. Da ist wohl ein Bug passiert. They don't find out. So. Jetzt kann ich nämlich... In order to factory reset your save, insert the following code. 3, Wir müssen... 2, 1, 4. What are you doing Ah. here? I don't want to die! Okay, das hat so nicht geklappt. Da muss ich wohl ein bisschen schneller sein. So. Gucken, ob sie gleich aufgibt. Also, das war tatsächlich einfach der Fehler, dass ich sie nicht weggelockt habe und konnte deswegen diese Nummer nicht wählen. Ist schon ein bisschen dämlich. Aber wir gucken mal. Ob sie dann gleich geht. Oh no. What are you doing here? Ich tue Dinge. Siehst du doch. Also wir müssen uns auf jeden Fall einmal jetzt mal verstecken, damit sie von uns loslässt. Und dann probieren wir das nochmal. Oh. Schnee. Ui. Okay. Puh. Fängt auf jeden Fall schon spannend an. Ich muss mir auf jeden Fall den Code gleich notieren. Und wir müssen sehr schnell anrufen. Die Frage ist halt, ob man nicht sogar die Tür absperren kann mit dem Come Seil. here. I won't hurt you. Oh. Sollen wir meine Maus ready machen? Ui. I can't take it anymore. Jetzt den Sabbel halten, Madame. Okay, sie hat aufgehört. Sie geht. Okay. Ich muss mir gerade überlegen, vielleicht können wir ja... Ich weiß gerade nicht, wie das mit dem Seil ist. Ob wir damit die Türen verschließen. While they're wandering around the house, I am here, working my ass off. Weil dann hätten wir ja mehr Zeit. Dann würde sie uns auch nicht sehen. Have they completed their chores? Obviously Mm. not. Gerade gucken, ob wir die Tür damit verschließen können. Okay. So, jetzt haben wir mehr Zeit.
6, 2, 1, 3, 1. In order to factory reset your safe, insert the following code. This is supposed to be a hotel. 2. I won't open my mouth. I'll keep Ach, everything das, to das myself. funktioniert anscheinend nicht so ganz. Tricky. Gehen wir da rein? Nee. Filthy animal. Okay, so. Die Frage ist tatsächlich, I'm counting to 3. 1, 2, 2.5. Ready or not, here I come. die Frage ist tatsächlich, ob wir überhaupt so viel Zeit gewinnen können, weil I don't sobald want sie, to die. I don't want to die. sobald sie Enough with the hiding. zurückgeht, ist ja schon wieder vorbei. Ach nee. Ich glaube, dieses 3241 ist der Reset-Code für den Tresor tatsächlich. Oh mein Gott. I am disgusted by you and all the girls of your generation. Wir probieren das gleich mal aus, ob das vielleicht der Code ist, weil so viel Zeit haben wir ja gar nicht zum Telefonieren. Aber ich muss sagen, dass das System, wie sie einen bemerkt, deutlich angenehmer ist als im ersten Teil. Im ersten Teil hatte ich das Gefühl, dass man gar nicht so wirklich Möglichkeiten hatte, überhaupt unentdeckt zu bleiben. Sie hin? Weil sie ist doch noch nicht durch die Tür, oder? Probieren wir das nochmal. Aber wir gehen dann, also was heißt nochmal? Wir gehen direkt zum Raum und probieren das mal mit diesem Code. While they're wandering around the house, I am here, working my ass off. So. Gehen wir mal schneller. Die wird uns nicht mehr bemerken. So, 3241 war das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Das finde ich gerade tatsächlich etwas schwierig hier, weil das ist etwas verbuggt. Wir waren ja hier schon drin. What could the code be? 41? Ist das richtig? Oder 3214? Probieren wir das nochmal? 1. Oh ja. Yes, yes, yes. Oh, The French Progress. Cool. Oh, ist aber ein bisschen fresh hier, ne? Was ich mich gerade frage, warum hätten wir das Fenster nicht einfach öffnen können? Oh God, I'm freezing. Oh mein Gott. Ich bin mich so erschreckt. Das, Dear God, she see me. Okay, aber ich... Ah, jetzt, okay. Go away, please. The window. I must find a way to reach it. Wette, wir sind viel zu langsam. Oder nicht? Oh, I made it. I can do habe ich mich erschreckt. Okay, jetzt habe ich aus Versehen irgendwie übersprungen. Das war nicht meine Ambition dahinter. Okay, wir sind durch. Oh oh. What are all these cages doing here? Disgusted by you and all the girls of your generation.
Oh oh. Felton? Gallo? So, this is the real reason why Rosso Gallo closed its doors. Dying like that, painfully, it would have been the same for any other person, especially after everything they went through. Wir lesen uns das einmal durch, weil ich das doch relativ interessant gerade finde. 13. Dezember 71. Die Tragödie der Rosso Gallo Farm setzt sich fort. Nicht nur, dass die Geschäftstätigkeit aufgrund einer abhängigen Untersuchung wegen einer bestätigten absichtlichen Vergiftung der Nonnen des Klosters und der Bewohner der Rosso Gallo Farm mit einem hochgefährlichen Parasiten eingestellt wurde, die Tragödie setzt sich fort. Martha Ashman verstarb heute Morgen nur wenige Tage nach ihrem Ehemann Boris Ashman. Es wird berichtet, dass Martha Ashman eines natürlichen Todes gestorben sei. Das Ehepaar hatte behauptet, nichts von den schrecklichen Experimenten ihrer Geschäftspartner Felton und Gallo gewusst zu haben, die sich der Entwicklung eines wirksameren Prototyps des gefährlichen Medikaments Phenoxyl verschrieben hatten. Die Experimente wurden von Professor A.E. Wyman im Geheimen durchgeführt, der sich erst letzten Monat das Leben nahm. Die Zukunft des Ashman-Stammbaums liegt in den Händen des erstgeborenen Sohnes Stefano, nachdem seine Schwester Gloria, eine Nonne, eines der Opfer des Feuers war, das nur wenige Tage nach dem Verseuchungsbericht das Kloster Cristo Morente und die Plantage verschlang. Aha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Mirror. It couldn't have set it by itself. I saw it. What's going on? Mommy is coming. Andrea, I have to hide. Oh mein Gott. Und tschüss. Oh mein Gott. Bin mal gespannt, wann der Pfeifeboy da Calm down. Calm down. seinen ersten richtigen Auftritt hat. Mommy is here. Oh. It would be best if I just told him I don't work with crybabies. Mommy is exhausted. One of these days, you're all going to make me crazy. Oh je. Wie kommen wir denn da jetzt dran? I told Ashman that we didn't need desperate children. Wake up, Jen. It's only a bad dream. Ist sie eingeschlafen? Nein, wir müssen raus, ist klar. I have to be quiet. Okay, wir haben's. Oh God. Oh. So, einmal kurz. Das ist eine tricky Situation. Ich weiß nämlich nicht, ob wir jetzt hier raus müssen. Anscheinend schon. But not quite, young lady. Oh nein. Hab's mir schon gedacht. Come get it. Where were you? Okay, wanna play tough? I'll show you, bitch. You shouldn't be here. Wo sind wir denn? Okay. Schleichangriffverfolger. Wenn du nah genug herankommst, ohne gesehen zu werden, kannst du ihn angreifen. Triff ihn so stark, dass er eine Weile zu Boden geht. Nutze diese Zeit zu deinem Vorteil. Mensch, du steht nicht richtig. Vielleicht gelangst du so an die Schlüssel. Das heißt, wir müssen uns anschleichen. Ich bin kein guter Mensch zum Schleichen. Bin da ganz, ganz schlecht drin. Hier entlang. Manchmal ist es vorteilhaft, Feinde anzulocken. Drücke Q, um von Verfolgern in der Nähe gehört zu werden, oder benutze einen Gegenstand, um sie zu umzingeln. Okay. Ich möchte das schließen. Okay. So, jetzt. And throw
threw it in Kommt the sie freezer. her? Oh, nee, das war nicht mein Plan tatsächlich. Jennifer, Ich versuche das gleich mal anders, um an sie ranzukommen. All the girls of your generation. Ich glaube, so kann man das machen. Ich glaube, so sieht die einen nicht und dann kann man den Schleichangriff machen. Hä? I will rip your head off and throw it in the freezer. Wow. This. Damn you! Nee, das hat irgendwie nicht funktioniert. Ah, doch. Es hat funktioniert, tatsächlich. Zensur! Ich weiß nicht, was passiert. been hurt. You want to play? Let's Ähm. play then. Ich glaube, ich war zu langsam. That's impossible. I have to try again. Nein, 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 nein. Stopp! Sie ist super langsam. Also im Gegensatz zu dem Dude im ersten Teil ist sie halt abnormal langsam. So, wir probieren das nochmal. Ich weiß nur gerade nicht wo. Ich glaube, dass hier irgendwo auch so ein Ablenkungsgegenstand war, aber ich weiß nicht mehr wo. Gucken, wo sie durchläuft, ob sie vielleicht sogar hier die Tür macht. You've already seen who lurks inside the walls, haven't you? You don't want it to get mad at you. So, wir probieren das nochmal. Jennifer! Okay. Okay, ich verstehe, warum das nicht funktioniert hat. So. Ho. Endlich haben wir es mal hier geschafft. Und kommen mal weiter. So. Öffnen wir mal die Tür hier. Oh mein Gott, da kommt der. Okay. Oh oh. Okay. Er musste ja auch irgendwann mal seinen ersten vernünftigen Auftritt haben. Neben ganz am Anfang. So, dann machen wir mal weiter. Einige Jahre später. Okay. Still no news regarding last night's massacre at the peaceful residence of Cervoscuro. With the body of Richard Felton, a well-known notary was found burnt in his own home. The man who was legally registered as Jennifer Richard Dean Felton and was found completely drenched in kerosene. The body of 38-year-old Gloria Ashman was also found at the scene. She was his personal assistant and a former nun at the Cristo Morente convent. Her body was found mutilated after she was reported thrown out a Oh, courtyard-facing window. ist tatsächlich ein bisschen älter jetzt, ne? The neighbors claim to have spotted a distinctive woman lurking around the area, having parked a white van nearby. Missing. February 8th, 1971. Celeste Felton, 13 years old. Beloved adopted daughter of Richard Felton and Ariana Gallo. You ran away from home, isn't that so? Why?
did you end up in this Hm. godforsaken place? Wir lesen uns das einmal durch. Vermisstes Kind Celeste Felton. Geliebte Adoptivtochter von Richard Felton und Ariana Gallo. Vermisst seit Donnerstag, 14. Oktober 71. Letztes Mal gesehen um 16 Uhr am Kinderspielplatz in blablabla, blablabla. Geburtsdatum 8. Februar 58, weiblich, weiß, 13 Jahre alt, hellblond, blaue Augen. Zuletzt, sie ein weißes Kleid, also trug, sie ein weißes Kleid mit Schleifen und weißen Schuhen. Personen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich unter folgender Nummer zu melden. Assigned by Flemington Institute to the Foster Home and Work Project at the Ashman Inn, 1973. Jennifer, just over 2 years older. Unknown parents. It's you, isn't it? Celeste Felton. Aber wir sind doch Jennifer, oder nicht? Flemington Mädchenpensionat. Name Jennifer, Nachname unbekannt. Alter 15, Eltern unbekannt, Herkunft unbekannt, Details. An leichten Diebstahl beteiligt, kein fester Wohnsitz, zurückhaltender, rebellischer, einsamer Charakter, erinnert sich nicht oder will keine Details über ihre Eltern preisgeben. Sie scheint verwirrt, was ihre Vergangenheit angeht. Nicht daran interessiert, mit anderen Mädchen in ihrem Alter oder mit Lehrern zu kommunizieren. Dennoch demonstriert sie eine besondere Begabung für musikalische Komposition und das Verständnis des Klaviers. Anvertraut, in Klammern genehmigt, Stefano Ashman, ledig Vermieter, 36 Jahre alt, beantragt das Sorgerecht. Sie wird als Haushälterin in das Ashman Inn, ehemals Rosso Gallo Farm, eingegliedert. Die Erfahrung könnte dem Mädchen helfen, Kenntnisse zu erwerben und Verantwortung zu übernehmen, um sie auf eine eventuelle Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorzubereiten. Okay. Mr. Ashman is waiting for you. Did you say Reed? Are you a relative? More like an old family friend. Unsere Freundin aus dem Please come in, Miss Reed. Come in. Dings. Don't be afraid. I don't fight. Was ist hier los? What is Reed? Ach nee, das war ja das aus dem ersten Teil, glaube ich. Oder? Good evening, Mr. Ashman. You've certainly come along. Nee, gar nicht. You have Ich war gone gerade from verwirrt. larceny and battery all the way to homicide and arson. Are you here to broaden your resume? Do you remember me? I'll never forget a face. Maybe because I don't have one anymore. Oh. Was ist hier I know passiert? exactly why you're here. The same exact reason why that son of a bitch Felton ended up like cooked meat. Whatever happened to Celeste Felton? I have here a dossier from the Flemington Girls Institute granting custody of 15-year-old girl Jennifer and certifying that she is to be a housekeeper at this hotel. Celeste Felton and the girl in the photo are the same person, aren't they? That girl was simply an orphan, a homeless nobody. And so I decided to take custody of her. And she just so happened to be the adoptive daughter of your former hated business partner Felton by pure coincidence? I don't buy it. So, you're saying that besides synthesizing pharmaceutical drugs and spreading diseases, Mr. Felton and yourself were all dedicated to helping homeless minors? It was never about synthesizing a disease, because the disease never existed. And the moths? Okay, es geht weiter. Ich bin tatsächlich ein bisschen irritiert, weil im letzten Teil war ja klar, dass man, oder generell war klar, dass man halt Jennifer war, die anscheinend damals damit was zu tun hatte. Ich meine, vielleicht ist man selber Celeste, also die erwachsene Jennifer. Weil ich meine, sie hieß Jennifer Reed. Oder ich bin gerade komplett irgendwie verwirrt. Ich weiß es nicht. Uff.
Aber wir gucken uns das mal weiter an. I barely touched her. It's just a bad dream. Oh, okay, wir sind wieder in einer normalen Welt anscheinend. I found you at the bottom of the stairs. You hit your head and lost a lot of blood. It was as if you were dead, Jen. Andrea went crazy! You must eat or drink something, young lady. She wanted to kill me! That's not possible, Jennifer. Andrea was with me. Here you go. Drink up. Das ist komisch animiert. Of what I saw. Everything is all right now. Calm down. There was also a large man. He had a strange wooden stick shaped like a spine. Porcelain. That man is dead, young lady. No, I saw him. He was the one who pushed me down the stairs. You called him Wyman. That thing is no longer Professor Wyman. Andrea! That man is dead, and has been for a long time. He hung himself. You see, you were just dreaming. Das glaube ich nicht. I don't understand. Jen, you have to calm down now. You believe me, Lynn, don't you? You believe Ich muss mal ganz kurz was trinken. So, weiter geht's. She should get some rest now. Tut mir so leid. Weil ich könnte mir gut vorstellen. You need anything? Wir warten einmal kurz, ne? Bevor ich weiterrede. I'm here for you. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie halt durch diese Medikamente, also dass sie halt ein Experiment war und deswegen starke Halluzinationen hatte. Oder so. Die haben Kopfhörer? Ach, es ist ja auch 71, ne? Erstmal rauchen. Are you new here? Excuse me? Ah. Are you new? I suppose so. I love that song. Where are you from? Flemington Girls Institute. What did you do? What do you mean? If you get transferred here, it means you are a real problem. Listen, I'm not up for making conversation. Oh, well, I'm sorry, I guess. I was hoping we would get to know each other better. That's all. I'm into illegal organ and drug trafficking. In my spare time, I exchange sex for cigarettes. Nice. I was expecting more like controversial political activist, promoter of black slavery and preservation of the Aryan race. Only in my spare time. Very well, you're right. I'm a real handful. Now, if you will excuse me. Erstmal weiter Musik hören. Keine Lust auf Konversation. The pleasure was all mine. Ich hätte absolut keine Ambition dazu. Das ist okay. Durchsuche alle Zimmer. Das ist klar. Denn vielleicht übersehen wir sonst was Wichtiges. Aber bisher ging es ja bis auf das Telefonproblem. So. Hm? Shit, they drugged you. Listen, Okay. you have to leave. You have to get away from this place. Sie weiß also, was Sache ist. Again? Everything you said before, I believe you. Porcelain and everything else you saw. Okay. I heard Andrea. He hung himself years ago. It's him, isn't it? Professor Albert Elias Wyman. The same walking stick you were talking about. See? Hm. Der Selbstmord von Professor A.E. Wyman war er fingiert.
Der Mann soll sich am 14. November erhängt haben, nachdem er beschuldigt worden war, an dem von Menschen verschuldeten Brand im Kloster Cristo Morente beteiligt gewesen zu sein. Professor Albert E. Wyman erhielt außerdem zahlreiche Drohungen, nachdem die Adoptivtochter von Richard Felton vermisst wurde. Richard Felton war allgemein bekannt für seine Beteiligung an der Phenoxy-Forschung und den Experimenten damit. Diese Anklagen wurden jedoch später aus Mangel an Beweisen fallen gelassen. Wymans Familienmitglieder hielten sich nicht an die Standardverfahren und führten eine überstürzte Feuerbestattung und Beerdigung durch, was die Behörden daran hinderte, eine detaillierte Autopsie an der Leiche vorzunehmen. Trotz der Identifizierung durch den Gerichtsmediziner, Familienangehörige und seinen ehemaligen Geschäftspartner Stefano Ashman sind die Behörden unsicher, warum die Familie den Einäscherungs- und Bestattungsprozess beschleunigte, was den Verdacht aufkommen lässt, dass es sich um die Vertuschung von Spuren eines möglichen inszenierten Todes gehandelt haben könnte. Ich gehe mal davon aus, dass er vielleicht gar nicht tot ist oder dass die da irgendwie versucht haben, ihn wirklich tot zu kriegen. I don't understand. There's no time to explain. They know who you are. They know. Sie ist Celeste. What are you talking about? Why didn't you ever say anything to me? I tried to warn you. I tried to get you to leave. But you never understood. Deswegen wollte sie auch verlegen lassen. Hey, who do they think I am? Celeste Felton. Me? No, I don't know. Oh God, Lynn, I can't remember. They found you and they brought you here to use you. And now that they are sure of who they think you are, you have to run. Fucking hell, Lynn, just tell me! That drug. The disease. And what does that have to do with me? Your birth mother. She used loads of it. You got it from her. It's a part of you. Your organism hasn't shown any side effects. Your body lives in harmony with it. You can even control it. And they know it. Look me in the eyes, Jen. Look at me. You mustn't do anything or trust anyone. Aber warum sollten wir ihr trauen? Dann. Have you been pretending to be my friend this whole time? No, Jen. It had nothing to do with this. I've always been honest with you. Oh oh. When a mother moth perceives the presence of a possible threat to her throne, she does everything that she is capable of to maintain control over the others, therefore eliminating the threat. Das war jetzt nicht übersetzt. Das heißt aber, dass die Muttermotte sozusagen alles beschützt, was sie kontrollieren möchte. Und damit auch die Bedrohung dann auslöscht sozusagen. Es gefällt mir aber tatsächlich nicht. Ist das das Telefon? Nee. Okay. Da kommen wir nicht durch. Mal gerade gucken, wie wir da durchkommen. Da unten. Können wir das nicht irgendwie eintreten oder so? Halt gucken, was hier so ist. Das gefällt mir auf jeden Fall nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier gleich wieder so ein bisschen Chase-Kram haben. Okay, Ashmans Zimmer. Wir haben den Schlüssel für 211 bekommen. Das heißt, wir müssen wieder hoch. Will ich das? Ein bisschen die Befürchtung, dass hier gleich was kommt.
Oder war das Ashmans Zimmer? Nee, ne? Das ist oben, meine ich. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie noch was finden, was wir benötigen könnten. Glockenspiel. Ich will einmal kurz gucken, wie weit es nach oben geht und ob es da auch Räume gibt tatsächlich. Was ist denn hier? Ach, das sind tatsächlich unsere Räume. Hm. Ach nee, da sind unsere Räume. Oh oh. Ich glaube, wir haben hier wieder ein großes Problem mit Andrea. Ashmans Zimmer war, meine ich, auf der anderen Seite. Ein bisschen careful sein. Mal gucken. Hey. Andrea ist auf jeden Fall gerade nicht hier. Das gefällt mir gerade nicht. Absolut nicht. Irgendwo ist die gleich safe oder es kommt der Dude. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, Ashmans Raum. Ist das hier? Ja. Okay. Sneaken wir uns mal hier vorwärts. Okay, er schläft. Aber was sollen wir hier? Sollen wir Schlüssel holen? Er schnarcht sich erstmal einen weg. Wunderschön. Ashman, he's sleeping. I'll have to be as quiet as possible. Was benötigen wir denn jetzt? Benötigen wir den Schlüssel? Ah ja, ich glaube, der liegt da hinten. Oh, ich traue dem ganzen Braten gerade nicht. Das ist bestimmt die nächste Gefahr. Kann ich mir super gut vorstellen. Okay. Na, wann kommt der Jump? Ich warte die ganze Zeit darauf, dass irgendwas passiert. Dass irgendwo ein Jumpscare kommt. Das gefällt mir irgendwie nicht. Dass es so ruhig ist und kein Threat irgendwo hier ist. Keine böse Seele sozusagen. Oh mein Gott. Hm? Shit! I missed it by a second. Wait, what's that? Maybe they left a voicemail. Wir gucken einmal gerade erst rum, bevor wir da dran gehen. Photograph in memory of when the Rosso Gallo farm was established, prior to its transformation into the Ashman Inn. Okay. Vielleicht finden wir hier nochmal einen Schlüssel irgendwo, so einen Mottenschlüssel. Ich gucke leider ja zu wenig in die Schränke. Ich glaube, das ist auch nicht so schlau. Aber ich muss sagen, dass ich es sehr aufwendig finde, immer wieder alles zu öffnen, zu schließen. Oh. This is me. It feels like an eternity has passed since I ran away from home. Okay. Also ich gehe mal davon aus, dass die Reed später, dass wir das tatsächlich sind, weil was anderes macht keinen Sinn. Vielleicht stehe ich auch, wie gesagt, etwas auf dem Schlauch, weil ganz weiß ich nicht mehr, was im ersten Teil passiert ist. Also schon grob. Aber es ist sehr lange her, dass ich mir das Let's Play dazu angeguckt habe. Ashman, hi, Stefano. It's
was you earlier. I know it was you all those other times. I beg you, stop tormenting us. I beg you, please, stop. I am a married woman now, whether you like it or not, so get over it. And as for Richard, despite not having a choice, I stayed by his side when he endured all that shit that you put him through. Let us deal with our pain. Forget about us. Forget about me. Have some respect for us, a godforsaken couple who will never see their little girl ever again. I wish you could understand. Leave us be. Jesus. Schon wieder. Also es ist schon tricky, ne? Wo ist das runtergeflogen? Da. Warum ist da so schwarz? Ist das sinnvoll? Ich weiß es nicht. I wonder if they were aware of all the abuses caused by their son to his little sister. Mom. Dad. Is Oh, this oh. what you were looking for? Mr. Ashman, please, lower that gun. I don't want to hurt you. It's not my intention. Why won't you let me go then? I have no choice, Celeste. I am not Celeste! Quit the act! You're the only one who can stop it! Please, Mr. Ashman, I beg of you, let me go. Oh, der wird You're jetzt böse. exactly the same as your slutty mother. That disgusting bitch. Phenoxyl made her lose her mind. She had to get in the way. I loved Ariana. Why did she keep us apart? Mr. Ashman. She had to be shown who was the real man. Oh. Did she not learn her lesson when I fucked her? Oh, da müssen wir jetzt aber schnell raus. Okay. Oder auch nicht. Okay, jetzt. Maybe I can use it to my advantage. Gotcha. Setze den Feuerlöscher gegen Ashman an. Und wie? It worked. Oh no, I almost had I'll it. show you. Aua. Hallo, kannst du mich mal nicht erschießen? Okay. Und was ist... Moment, ich muss einmal gerade gucken. Setze den Feuerlöscher gegen Ashman ein. Aber wir haben den schon eingesetzt. Das ist jetzt echt ein Problem, glaube ich. Ah, nee, okay. I almost had it. Okay. Ich verstehe. No, Aua. I am your father. You shall respect me. Was? Was? Was hat er gerade gesagt, dass er der Vater ist? What happened? Was? Aber warum sollte er dann sein Kind erschießen? Tricky, alles sehr durcheinander. Dad. So, wir überspringen das mal. Maybe I can use it to my advantage. Where were you? Wow. It works. Stop, you little coward! Okay. Haben wir jetzt verloren? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube nicht. Hoffentlich. So. Oh, okay. The most fascinating creature on the planet. Komplett durcheinander gerade. Others of its kind, even from great distances. Imagine if we could create a bridge between the human mnemonic apparatus and the communicative system of those beings, with rapid impulses and synapses. A transmission of images without the use of senses. That would be telepathy, miss. But most insects need a leader to guide them. Take bees, for example. They have a queen to guide them. Very good. That's what the hypnosis was for. During the hypnosis, the metronome is only a tool. The ticking is interpreted as a gentle flapping of the wings. But the real queen bee, or should I say Mother Acherontia, was... Whoever was hypnotizing others. Bingo.
and he would have had complete control over them. The Phenoxyl was able to fill in substantial memory gaps, formed by the removal of a particular event, such as traumas from one's memory. But why Celeste then? That damned mother of hers, who was making regular use of Phenoxyl during her pregnancy, managed to pass on to her an extraordinary gift, a special power. Do you not understand, Reed? Celeste was born a queen bee. Okay. So, während das Spiel gerade lädt, verabschiede ich mich aus diesem Video, denn hier endet Part 4 tatsächlich für uns. Vielen Dank natürlich, dass ihr das Video geschaut habt und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr in der Runde bleiben wollt und mir eventuell abonniert. Und sonst sieht man sich eventuell dann im nächsten Video. Tschüss!